All right. All right. Oh shit. Fuck! Da sieht man, dass du innenseitig, das ist Innenband, ja, da läuft es schön gerade und da läuft es dann so wellig, ja, und das zeigt uns an, dass das irgendwo da herunten ausgerissen ist. Das ist ein Ausriss vom Innenband und der gehört geflickt. Ja, shit happens. Ja, ich war eigentlich perfekt vorbereitet auf die Season. Habe mir da extra mehr Zeit gegeben, aber leider direkt dritter Skitag, Innenband gerissen, Meniskus leicht verletzt. Aber nichtsdestotrotz, ja, Japan haben wir gecancelt, aber der Fokus war noch rein aufs Projekt. War nicht ganz sicher, dass wir das Projekt machen können. Der Arzt hat gesagt, 3-4 Monate Pause, April kann ich wieder Skifahren, aber für mich war klar, das geht deutlich schneller und da haben wir die richtige Leute dazu, dass wir das deutlich schneller wieder zurück auf die Ski schaffen. Ja, ich bin der David und willkommen zu Behind the Scenes von Two Faced. In a club with some wines and a pipe down. Shawty got me out too high. Nachdem ich operiert worden bin, war eigentlich nur noch Physio angesagt. Haben da einen super Therapeut erwischt, mit dem Wolfgang. Der hat mir da, mit dem habe ich Quantensprünge gemacht. Da bin ich nach 4 Tagen OP bin ich schon wieder auf dem verletzten Fuß gestanden. Ohne Schmerzen sogar. Natürlich hätte ich es nicht machen sollen, aber das war immens, was da vorwärts gegangen ist. Das hat mir richtig gut gefallen und durch das habe ich einfach auch wieder das positive Mindset gekriegt, dass ich einfach gewusst habe, ich kann, wenn es gut geht, nach einem Monat, nach 1,5 Monaten schon wieder Skifahren. Und das ist eigentlich das gewesen, was mich positiv gestimmt hat. Wir haben da dann noch einen kurzen Urlaub mit dem Felix gebucht, in die schöne Schweiz, nach Luzern zum Birkenstock. Und dort noch ein bisschen gebrainstormt, wie wir was machen können. Haben da tatsächlich dort den Ballondrop eigentlich entworfen, habe ich dort gezeichnet im Wellnessbereich, was eigentlich ziemlich cool war. Haben direkt mit dem Felix, ein guter Kollege, er war der Filmer hinter dem ganzen Projekt, schon direkt einen Austausch eigentlich haben können, wie wir was am besten machen können, weil wir haben einfach die Ruhe für uns gehabt. Das war eigentlich die Ruhe vor dem Sturm, weil wir haben gewusst, wenn wir das Projekt durchziehen, da kommt einiges auf uns zu, da wenn wir einfach nachher an allen Zügen, dass wir eigentlich das Projekt noch innerhalb von 2-3 Monaten noch umsetzen können, weil es einfach so viel Aufwand ist. Und das haben wir nach der Ruhe gehabt, haben alles gut, super geplant, haben gebrainstormt mit dem Core-Team eigentlich vom ganzen Projekt. Bin nebenbei noch viel ins Gym gegangen, noch viel Physiotherapie gemacht und dann war die Reha-Phase so gut wie schon fast vorbei und sind wieder back auf die Ski. Der war dann so schnell wieder fit und ist so schnell am Laufen gewesen, so schnell auf der Ski gewesen. Also ich war da ein bisschen suspekt. Sorry, wie nennt man das auf Deutsch? Ich habe keine Ahnung. Round 1. Ich bin die Lena. Ich war immer dabei und immer geholfen. Ich glaube, ich war einfach Mental Support, haben sie zum Lachen gebracht. Und was sie was. Fertig. Ich habe mir dort schon gedacht, der Typ ist gesprungen, weil er ist einfach ganz normal gefahren, halt normal, nie normal. Für anderes ja nicht normal offensichtlich. Und ist halt extrem gut gegangen gleich und ich habe mir gleich gedacht, boah, okay, ist der schon vorsichtig unterwegs? Das haben wir generell die ganze Reha gedacht, weil er war so schnell mit allem.
dass es doch schon so gut gegangen ist im Skifahren. Ich habe mir nicht so viel erwartet und ohne Schmerzen vor allem. Das war eigentlich das Coolste eigentlich. Und ja, dann haben wir einen easy Skitag gemacht, sind ein paar Schwimmen gefahren, sind auf das erste gegangen. Von dem her ja, einfach ein Befreiungsschlag für mich selber. Und an dem Moment habe ich gewusst, okay, das Projekt ist deutlich, das ist einfach zu 100% machbar und hat gut getan. Ich bin der Emil. Wir haben dem David geholfen, Scouten, Behind-the-Scenes-Filmen, Schaufeln ohne Ende. Wir haben ihm geholfen, das Fahrrad überall aufzuträgen. Wir haben die Schanze gebaut. Und sonst, was noch angefallen ist, waren wir überall dabei. Wir kennen den David, ich habe es im Video. Ich weiß nicht, ob es schon vorkommt, vielleicht kommt es später vor. Es gibt das David-Meyer-Phänomen. Wenn er sich was in den Kopf setzt, dann passiert es auch so. Und danach habe ich gewusst, das Projekt, das wird durchgezogen. Ja, nach dem ersten Skitag haben wir gleich noch einen zweiten nachgelegt. Dann ist das Skifahren für die Performance schon gesteigert, weil ich gewusst habe, ja, das Knie hebt, es ist schmerzfrei, ich bin gut vorbereitet, bin viel im Gym gesehen. Also ich kann schon die ersten Flips machen. Haben dann auch noch eine mentale Probe für mich selber gemacht mit einem Meat Grinder, nennt man die Line am Arlberg. Das ist die ganz schmale Rinne. Wo ich einfach gewusst habe, die fahre ich jetzt einfach noch, dass ich einfach selber weiß, okay, ich bin mental auch in der Verfassung, um das Projekt zu angehen, weil das Projekt, das ist nicht nur eine physische Belastung, ist einfach auch im Kopf, totales Mindgame eigentlich, ob die Distanz wirklich im Kopf zutraust und ob du das machen kannst, ob du 100% bereit bist dafür. Und das war tatsächlich der Fall, dass ich bereit bin und somit war eigentlich ja, der Startschuss gegeben. Ja, nachdem das Comeback-Skiing erfolgreich war, haben wir doch nicht mit dem Skifahren angefangen. Im ganzen Projekt haben wir eigentlich mit dem Fahrradfahren sogar angefangen, weil ich einfach noch gemerkt habe, beim Fahrradfahren ist die Belastung auf dem Knie nicht so immens. Also sprich, ich kann das Knie noch ein bisschen schonen. Natürlich, das Risiko ist überall, bei beiden Sportarten. Aber dann haben wir eigentlich beim ersten Stunt mit dem Backcountry-Jump auf dem Fahrrad eigentlich begonnen. Zuerst mal die grösste Arbeit war, dass wir das ausgemacht haben, irgendwo, wo wir den Sprung nachbauen wollen. Weil wir wollten das Risiko nicht eingehen, dass wir komplett einen eigenen Sprung bauen. Also wir haben den immer eigentlich Nachbau, kann man sagen. Einer steht so in Sölden und einer in Brandnertal, auf der Schiene. Und dann haben wir den bestmöglich nachgebaut und halt unser Design ein bisschen gebracht, dass sie auch halbwegs schön ausschauen. Die Chancen waren ziemlich groß. Und durch das hat das halt immer funktionieren müssen, dass wir das an Arlberg aufgekriegt und auch an einem Abend aufbauen gekriegt. Ja, hi, ich bin der Hannes, ich bin der Bruder von David. Dann habe ich in der letzten und in dem Video als Konstrukteur mitwirken dürfen. Grüß Gott in Vorarlberg. Ja, dabei bei dem ganzen Bau für diese Schanze und diese ganzen Elemente war eigentlich die Hauptchallenge, dass das Zeug leicht verladbar war. Also dass wir das in Hängerinnen gekriegt haben. Am besten alle Teile in eine Hängerinne und dann einen Arlberg verfrachten haben können. Und dann hat das so immer an einem Abend passieren müssen, dass wir das ganze Zeug aufbauen haben können. Und dann am nächsten Morgen halt filmen und der Abbau hätte auch wieder so schnell wie möglich passieren müssen. Und das haben wir meistens halbwegs hergekriegt, aber natürlich waren es, wie man schon gesehen hat, meistens ziemlich lange Nachtschichten. Aber dem waren wir uns eigentlich von vornherein im Klaren, durch das hat schon passt. Wir sind jetzt da Rüffig auf der Bergstation, sind gerade am Eisen verladen, die ganzen Schanzelemente und da ein Boot im Anhänger hinter drinnen. Ein Element ist da eine Pistenraupe im Korb. Und ja, schauen wir uns das an. Hoffentlich finden wir einen richtigen Spot. Es ist dunkel, es ist Nacht und Nebelaktion, es schneit. Aber ja, es ist motiviert.
Wir sind da, 2 Pistenraupen am Start. Da wird gerade der Sprung gemacht. Hannes, der Messmeister, misst gerade mal schnell die Distanz noch. Das Ding ist das, es ist kein Sprung, was wirklich in die Mitte gehen soll. Es ist ein Sprung, was für Tricks gedacht ist. Ein Backcountry Jump. Also das Gap ist nicht allzu weit. Das Gap ist ungefähr 7 Meter und schönen 60 Grad Absprungwinkel. Und dann können wir da mal hoffentlich was Feines aus der Trickkiste auspacken. Ja, das hoffen wir. Wir stellten jetzt das Ganze vorhanden. Wir brauchen einen 60 Grad Winkel. Das wir vorhanden machen, weil wir mit der Pistenraupe schaffen wir maximal 25 Grad. Und dann legen wir unter das Holzelement, legen wir noch einen da rein. Und dann haben wir eine picobello-feine Schanze. Finally. Richtig erlebnisreiche Fahrt gehabt mit den Pistengeräten. Und jetzt, Ist das toll hier. Dann welche Spät ist es? 10 vor 11. Ah, gut. Es ist 11 Uhr. Ja, Nachtschicht vollendet. Wunderbar, wunderbar. Hannes. Höhe und noch unter Feinabzugabe. Wir sind jetzt da, wir filmen da unseren Freeride-Sprung. Wir sehen ihn gerade nicht so ganz, falls du dich kurz ziemlich schnell verhältst. Also da ist der Sprunglinien, oberhalb kommt die Landung. Und der David ist gerade dran, ein paar Speedchecks machen. Währenddessen wird da schon das Kamera-Equipment aufgebaut. Und jetzt hoffen wir, dass wir da noch einen guten Shot in den Kasten kriegen. Die ersten 2 Testsprünge waren sicher die interessantesten. Straight Airs, also ohne Trick, ohne gar nichts. Der erste war mal immens zu weit. Der zweite war zu kurz. Da bin ich abgesprungen vom Fahrrad. Also war es Zeit für einen Flip, weil ein Flip geht normalerweise deutlich besser als wie ein Straight Jump. Und der war eigentlich First Try gelandet. Also von dem her waren wir ready zum den Trick machen, einen Flip Superman, was wir geplant haben. Ja, das crazy Ding war eigentlich, dass ich an dem Tag, am allerersten Shooting Day, bin ich eigentlich nur gecrashed. Also war eigentlich unglaublich. Ich denke, der erste Sturz nach einer Verletzung ist eigentlich immer das Wichtigste, was es gibt. Weil dann warst du einfach, okay, es hebt alles, ich bin ready. Aber an dem Tag habe ich einfach nicht nur eine Probe gehabt, da habe ich einfach, glaube ich, 10 Proben gehabt. Beim Fahrradfahrer hast du eigentlich immer so Referenzpunkte im Sommer, sei es ein Baum, eine Wurzel, ein Stor. Sprich, du kannst halt immer gut die Geschwindigkeit einschätzen. Beim Schnee ist es einfach so, ist einfach alles weiß und du hast einfach keine Referenzpunkte. Ich habe mir noch ein Skistöck in den Anlauf reingelegt, dass ich ungefähr weiß, dass ich abschätzen kann, wie schnell ich bin. Es hat sich jedes Mal genau gleich schnell angefühlt, aber es war einfach jeder Sprung anders schnell. Sprich, ich bin manchmal 5 Meter zu weit gehupft, manchmal 2 Meter zu kurz. In der Luft, im Flip hat sich eigentlich alles ziemlich gut angefühlt, aber wo ich gelandet bin, habe ich es noch deutlich gemerkt. Ready? Enjoy, enjoy. Es ist so sketchy, das Setup. Warum? Schnell, langsam, Bruder. Es war Wintersonne, überall Wies. Wir haben alle einen Hitzeschlag gehabt die nächsten Tage. Alle, ich glaube, wir sind am 8. Oktober gewesen. Und um uns Schätzative ist das erst fertig gewesen. Also der David hat es wirklich 4-5 Stunden lang nur hergebeutelt.
in der praller Sonne. Wir hatten zwar aufgefahren, aber es war einfach nur zermürbend der ganze Tag. Und dann ist der Druck gekommen, dass David sein Shuttle gehen hat müssen. Also der Liftler hat weg müssen. Und dann war es der letzte Sprung und wir haben bis dahin, ich glaube, einen gelandeten Backflip im Kasten gehabt und einen halbwegs verwertbarer Flip Superman. Und dann war es der letzte Sprung. Und ich habe da vorne einmal dem David gesagt, du hast den, hau den jetzt her. Und dann, wie wir den David kennen, hat er beim letzten Mal hergestellt. Und die Erleichterung ist einfach vor der Schulter gefallen wie nichts anderes. Es war der schönste Tag denn, obwohl es dann auch nur noch Kranks und Würgerei war, aber die Erleichterung war immens. Es wäre schon geil, wenn man einen ganzen FPV-Shot einfach noch hätte. Das wäre der perfekte Shot. Ja, okay, wir gehen am Laufen. Mach noch 2 Mal. Ja. Last Try, da war gestanden, ich gewusst, der muss jetzt einfach sitzen. Das ist jetzt die letzte Möglichkeit, um den Shoot zu kriegen. Passt, angefahren, gemacht, Füße weg in der Luft, gelandet. Und dann war es einfach komplette Freiheit. Emil ist schon gleich da gewesen. Den habe ich noch ein bisschen zu fest umarmt, fast schon, wie man noch hören kann. Aber ja, hat gut da. Und somit waren wir eigentlich ready nachher zum der nächsten Shoot zum Continuen. This is the one. Noch nie so hart gestruggelt. Geil, Ja. Wieso haben wir es geschafft? Weil wir es geschafft haben, weil der Biggie bei mir am Handy gelaufen ist. Das passt. Jawohl. The Goat. Nachdem wir die Jump-Action im Kasten hatten, war es Zeit, unsere neue Sportart an den Tag zu bringen. Wir haben da die crazy Idee gehabt, dass wir die Ersten sind, was mit dem Fahrrad im Gelände im Tiefschnee fahren. Dazu hat es natürlich eine spezielle Konstruktion gebraucht. Da haben wir zuerst selber ein bisschen nachgedacht, unter uns Kollegen gebrainstormt, wie kann das am besten funktionieren. Dann haben wir dort uns natürlich mit Experten zusammengetan, mit dem Walti. Der hat das einfach innerhalb von 0,x perfekt konstruiert, erstmal gezeichnet und nachher auch gefräst und zusammengebaut und das hat einfach hammermäßig ausgeschaut. Und da hat man einfach gewusst, okay, mit dem Konstrukt kann das Ganze funktionieren. Ja, und nachdem das der Walti und wir das eigentlich ziemlich gut konstruiert haben, war das Konstrukt bereit. Wir auch. Und dann sind wir mit dem ganzen System sind wir noch an ein Allwerk gegangen, das Ganze mal austesten. Und kaum sind wir im Lift angestanden, ist der Erste, der hergekommen. Der hat uns fast über den Hofer gefahren, wo er hergekommen ist. Das war wirklich witzig. Und wir schon wissen, was wir da tun und dass das Gerät nicht pistentauglich sei und nicht der Regeln entspricht. Und dann sind wir halt Richtung Trittkopf, wo die Liftler Bescheid gewusst haben. Dann hat der uns zugeredet, ob wir schon wissen, wie der Trittkopf zum Fahren ist und was das für ein Berg sei und dass da nur geübte Skifahrer runter kann. Dann hat er nur noch blöd geschaut, wo wir das erste Mal runtergekommen sind. Das war ein Blick, den würde ich nie vergessen. Der hat uns angeschaut, wie wenn er noch nie einen Fahrer gesehen hätte. Das war unglaublich. Die erste Fahrt war mega interessant. Man hat so ein Gefühl tatsächlich noch nie gehabt. Das ist kein normales Fahrradfahrer, das ist auch kein Skifahrer, das ist einfach so ein Mischmasch. Ja, Fazit vom ersten Testride. Das kann funktionieren. Das schaut gar nicht so schlecht aus. Es war ein bisschen crusty, bumpy, aber es funktioniert. Alles gut.
Ja, gut, oder? Ja, nicht so schlecht. Eigentlich muss man sagen, durch das, dass immer ziemlich viele Meinungen mit einbezogen worden sind in die ganzen Konstrukte, war man eigentlich bei dem Konstrukt mit dem Fahrrad ziemlich sicher, dass es funktioniert. Aber bisher haben wir es natürlich nicht können. Also haben wir schon ziemlich Glück gehabt. Nachdem wir da einen guten Tag Teil 1 gemacht haben, machen wir jetzt mal Teil 2 und haben gesehen, wir nennen da mal die Trittkopfbahn 2 in Angriff. Und ja, schauen wir das Ganze mal von ganz da war, oder? Aber bist du die schon mal auf Skiern runtergefahren? Nee, das geht nicht. Ich kann nur Bike fahren. Ja, das war gar nicht so schlecht, das war gar nicht so übel. Also hat sich mal gut angefühlt. Man muss einfach mit dem Ding spielen und Spaß haben. Den geht es eigentlich gut. Und einfach laufen lassen, den geht es eigentlich am besten. Das ist crazy erfolgreich eigentlich. Ohne irgendwie Basteln oder so. Hat alles so funktioniert, wie wir es vorgestellt haben. Mega. Du auch? Der Typ ist einfach insane, er hat glaub, so eine Superpower, dass er einfach immer alles schafft auf Anhieb. What the fuck? Wieso hat das gleich geklappt? Ich check's nicht. Nee, das haben wir gerade vorhin schon mal gehört. Also da muss eigentlich schon fast was dran sein. Hat es der Emil noch gesagt. Ja, haben wir schon mal besprochen. Das ist einfach crazy. Ja, nachdem der Testtag vorbei war, haben wir gesehen, wir sind ready für einen Shoot. Und ja, let's start with the action. Stell dir vor, du stehst um 7 Uhr, zur ersten Line und so ein Typ mit dem Fahrrad klaut so einfach. Gut. So, ja, stehen wir im Kasten. Da haben wir gesehen, Cross-Track, Untracked. Ziemlich gut gegangen, die Conditions sind prime. Das Interessante ist eigentlich, dass die Schneebedingungen eigentlich perfekt passen für das Ganze. Es muss eigentlich unter drinnen, wenn es ein flächeres Gefälle hat, hart sein und gerade so 5 bis 10 cm Neuschnee, dass es gut ausschaut und dass es schön staubt. Dann funktioniert es perfekt im flächeren mittelsteinigen Gefälle. Und wenn es Richtung steilere Faces geht, dann kann es so ruhig ein bisschen tiefer sein. Das Coole war eigentlich so, die zwei Sportarten zu connecten, weil im Backcountry hatte ich nachher die Experience eigentlich vom Freeride-Skifahrer hergenommen, also wie ich einen Hang fahren muss, sogar ein bisschen das Slough-Management habe ich mitbringen müssen, wenn falls was abgehen würde, wo ich fahren muss mit dem Fahrrad. Aber auf der anderen Seite habe ich genauso an die Fahrradtechnik denken, also wie wir das da mit dem Fahrrad runterfahren. Also sprich, das war einfach im Kopf ein Mix zwischen Skifahrer und Radfahrer, hat sich komplett eigen angefühlt, war aber mega cool, würde es definitiv wieder machen und ja, vielleicht haben wir da eine komplett neue Sportart erfunden.
Hi, ich bin der Max und ich bin eigentlich schon mit dem David, seit wir klein sind, oder seit Skihauptschule und Stamms alle unterwegs, und mittlerweile bei diesem Projekt habe ich hier und da schon mal eine Kamera drum gekriegt. Er ist dann eindeutig schneller gewesen, als wir erwartet mit dem Fahrrad, und dann sind er teilweise Büsche und Züge rausgeschaut, wo du nicht gewusst hast, ja, wo ich jetzt auch genau nicht zieht und wo ich jetzt selber am Ausweichen, und jetzt mal ist der David weg gewesen, hast du wieder schauen wir, wo du selber anfährst, und schauen wir, wo er ist. Und ja, nicht so einfach, als wie es auf den fertigen Videos wahrscheinlich aussieht. Ich habe selber gemerkt, dass eigentlich von Run zu Run ist eigentlich die Performance für mich selber auch besser geworden. Max, bist du ready? Ah, geil, Mann. Alter, das war richtig schön eigentlich. Und außen der Outrun, der war einfach noch ein Highspeed, das war eine Straightline. Habe ich nur für den Ski kennt davor, war mega interessant, aber das hat funktioniert. Und ja, den hoffentlich die Kompression nicht schauen. Ja, ich hoffe, dass so kein Loch kommt. Ja. Aber ja, das war geil, aber war richtig guter Schnee drin. Ja, ich voll stört gut. Wie hast du überhaupt gebremst? Ja, Bremsen ist ein anderes Thema. Also ganz ehrlich, du musst dich extrem weit nach hinten lehnen und voll auf die Hinterbremse gehen und einfach hoffen, dass es irgendwie bremst, weil sobald du das Gewicht nach vorne verlagerst, dann bist du eigentlich nur auf dem Snowboard und der hintere Reifen hat gar keinen Grip und du fährst einfach nur Straightline den Berg runter. Also sprich, wenn du bremsen willst, hinter innen gehen, voll auf Bremsen, aber dann bremsest du nicht viel. Also es ist einfach, ja, fahren, bis es umgeht. Ja, und nachdem die ersten 2 Stunts eigentlich auf dem Fahrrad im Kasten waren, war es wieder Zeit auf die Ski zum Zurückswitchen. Haben wir uns gut vorbereitet, haben was Cooles uns einfallen lassen, sind da zur Steinmeier Talstation gekommen. Alright, wir sind da bei unserem sogenannten Lift-House-Drop. Wenn man dahinter sieht, das ist ein Gondelbahnhof, nennt man das, wo die Lifte reingehen. Der Plan ist, dass wir dahinter da anfahren, dann das Schwung holen, zu dem Hügel da abspringen, aufs Dach rauf, übers Dach drüber fahren und nachher vom Dach über die Menschen-Warteschlange runter drop in die Landung hinter. Und ja, wir haben das schon vor ein paar Tagen aufgeschoben. Und hinten machen wir den Feinschliff, dass wir richtig eine schöne ästhetische Kante machen und eine schöne Landung auf dem Dach und einen schönen Absprung auf dem Dach. Und ja, schauen wir es an. Die Verhältnisse sind so, wie man sieht, es schneit wieder ein bisschen. Das ist eigentlich perfekt, weil dann haben wir ein feines, softes Landing, was wir eigentlich gebraucht haben, weil, wie man gesehen hat, wir können mal kurz einen Einblick bringen, wie es für 3 Tage ausgeschaut hat. Da oben war alles Wiese, grüne Wiese, und die Landung war eigentlich auch grüne Wiese. Also wir haben brav aufgegessen und durch das haben wir noch ein bisschen hoffentlich Glück. Da drüber und das war das Landing da, aber es schaut nicht ganz so ideal aus. Es ist halt doch, da ist Wasser. Wir haben dann eben am Tag davor haben wir probiert oder haben wir die Landung vorbereitet, und da war es einfach nur Wiese. Da war kein bisschen Schnee umeinander. Aber ja, der Wetterbericht war so, dass 10 cm Schnee kann, müsste gerade reichen, dass wir filmen können. Für den David reicht's. Ich bin der Daniel, ich bin der Cousin von David. Ich versuche am David so viele Sachen abnehmen, was quasi Organisation und Management betrifft. Versuche Sponsoren aufzutreiben, meine Connections zu nutzen. Und ja, genau, das sind meine Aufgaben. Und dann, wie wir halt da bei der Landung waren und die vorbereitet haben, haben wir gesehen, dass dann noch so
10, 15 cm lange Isarstange rausstehen, schräg abgeschnitten, also maximal spitzig. Und dann habe ich zum David gesagt, hey, du kannst da nicht landen. Und ja, was haben wir für Möglichkeiten gehabt? Wir haben ein paar Ästle abgeschnitten, die Ästle haben wir quer davor angelegt, ein bisschen Gräs drüber gelegt, dass er so quasi abrutscht oder dass er über das Iserteil drüber rutscht. Und ja, am David hat es gereicht, das war für ihn Sicherheit genug. Das war im Prinzip so wie die Landung ausgehört hat. Der Hügel ist jetzt noch auf der anderen Position, den wir mit der Unterarme bringen und dann hat es eigentlich so smooth wie möglich ins Dach reingeht, dass man den ganzen Speed über das Dach mitnimmt und nachher springen wir eigentlich über die Wartestange hinter die Rabe. Aber dann müssen wir schon ein bisschen arbeiten. An dem Tag war geplant, dass wir in 4 noch 1-2 Stunden länger am Berg sind. Am Ende waren wir, glaube ich, bis 10 Uhr oben. Dann haben wir noch eine zweite Nacht gehabt, in der wir aufbauen müssen, weil wir das dann doch erst viel später gefilmt haben, weil wir für was anderes ein gutes Fenster gehabt haben. Dort sind wir nur für das aufgekommen, aber sind, glaube ich, um 4 Uhr aufgekommen und waren auch wieder bis 11, 12 Uhr dran. Also waren wir sicher über 10 Stunden einfach nur an dem Absprung und aufs Dach und vom Dach auch dran. Und am Tag, wo wir das dann gefilmt haben, haben wir die Landung auch wieder richten können. Dort sind sie ja nochmal 2 Stunden mit ihnen geflossen. Also wenn er dort einen guten Stundensatz gezahlt hätte, der hätte jetzt, glaube ich, Porsche fahren. Sage und schreibe 10,50 Meter, also normalerweise ein Easy Gap. Ja, das klingt ziemlich entspannt, aber lass mal los. Sweet Spot genau bei 16 Metern, also ein 16 Meter Step Down sollte möglich sein. Ja. Alles eine Frage vom Speed, aber prinzipiell gut machbar hoffentlich. Ja. Ich sage mal so, meistens entsteht die Idee, was könnte man machen. Dann denkt man sich so, ja, schaut man sich das einmal in echt an, denkt man sich, ja, müsste schon möglich sein, was brauchen wir da ungefähr, was für eine Größe, keine Ahnung, dann gehen wir natürlich auch nicht mit Luther Formel und rechnen alles genau aus. Nein, ist anders. Eigentlich ist es so, David steht durch, wirft den Schneeball, denkt sich, ja, geht schon und dann wird gefahren. Also so läuft es. Gut. Ja. Ich glaube, ein bisschen länger sind wir sogar, oder? Ja, erster Sprung, ziemlich ideal gelandet. Also wenn man das sieht, Spur ideal reingeschluckt. Jetzt heißt es nicht langsamer fahren, weil es wird immer langsamer vom Schnee her. Es brennt die Sonne rein. Und ja, also sprich 1-2 Meter mehr Anlauf. Das Gefühl finden und dann für den nächsten Absprung fokussieren und visualisieren und dann X-Games Mode gehen. Let's go. So, was das Ganze ein bisschen spannender macht, dass da unten einfach ein Bach kommt. Also sprich, ich muss genau da landen und gleich dann links wegfahren. Und wir haben genau 10 Meter oder nicht einmal 8 Meter Länge für ein Landing Pad. Und nachher kommt eigentlich nur 5 cm Schnee und drunter ist Gras. Also sprich, ich muss genau perfekt landen, gleich nach links weg, weil wenn ich geradeaus fahre, dann fahren wir im Bach. Und wenn ich zu kurz komme, fahren wir auf die Piste. Und ja, also sprich, es ist eine Punktlandung. Letztendlich soll es gut machbar sein. Let's go!
Ja, auf alle Fälle, auf alle Fälle. Perfekt, danke. Ja. Das ist echt cool, hey. Okay Leute, next stop. Wir sind Schliegelkopf Restaurant. Ja. Da will der David uns dann machen. Ja. Ja. Wir haben immer noch kein Schnitzel auf der Speisekarte. Ja, das ist ein bisschen ein Problem. Er will was mit dem Schnitzel machen. Er will den Schnitzel durchschneiden. Was machen wir jetzt? Egal. Hauptsache jedem was zum Essen. Ja, nach dem Steinmeter-Drop On-Off-Box ist es dann weitergegangen zur berühmt-berüchtigten Schlägelkopf-Gasthausszene. Da wollte man nicht nur schön über die Terrasse drüber fahren, da wollte man noch einen Sketch auf der Terrasse machen. Da haben wir uns selber gedacht, was ist in Österreich so traditionell? Natürlich ein Schnitzel. Jeder mag ein Schnitzel in Österreich und speziell der Felix mag ein Schnitzel, muss man mal an der Stelle sagen. Ich bin der Felix und ich habe das Projekt hinter der Kamera begleitet und mit dem David zusammen geschnitten. Und ich liebe Schnitzel über alles, dementsprechend hat mich richtig gefreut, das irgendwie halbwegs realistisch in Szene setzen zu können, weil es ist jetzt ja auch nicht ganz normal, dass jemand mit der Ski ein Schnitzel durchtrennt und alles. Wir wollten einfach was Cooles einbauen, über den Tisch drüber springen, aber auf dem Tisch auch noch was Cooles machen. Da haben wir an das Ganze, an den Schnitzel gedacht, dass wir das Schnitzel mit dem Tail vom Ski auseinanderschneiden und von der Terrasse wieder mit einem Flatspin runter auf die normale Skipiste. Das war auch wieder mal eine Szene für sich, sage ich jetzt einmal, einzigartig wie immer mit der Meyers. Ja, ich bin der Paul, ich bin eigentlich von Anfang an schon dabei gewesen bei jedem Projekt. Und ja, ich bin eigentlich auch das Mädchen für alles, kann man sagen. Logistiker, Kameramann, Transporteur. Wenn es irgendwo heißt, man muss irgendwo eine Rampe rauf tun, schnappe den Hänger und fahr rauf. Und ja, so würde ich mich beschreiben. Nein, aber ja, wir sind raufgekommen, man hat einen Schneefräser gehabt, jeder eine Schaufel, wir waren zu 5 zu 6 und dann hat es geheißen, ja, jetzt dürfen wir die Terrasse mal bebauen, wenn wir eigentlich Lust haben, oder? Ziel ist, dass wir da oben anfahren, einfach Speed holen, ganz normal wie Skialltag auf der Piste fahren. Und nachher bringen wir da über den Tisch drüber, auf dem Tisch, schneiden wir mit dem Tail vom Ski Schnitzel in 2 Teile. Dann lange dahinter wieder. Wir haben diese perfekte Sache eigentlich überlegt, indem wir das schon vorschneiden, hauchdünn. Und zwar bin ich dort runtergehockt mit einem Silch, also mit einem Angelsilch. Und haben das Schnitzel links und rechts abrunden gehabt, das war schon vorgeschnitten. Und dann haben sie in dem Moment, wo er drüber gesprungen ist, noch auseinandergezogen. Wenn wir dahinter beim Tisch landen, dann fahren wir da eine schöne Kurve, wenn man das sieht. Und da ist noch das Takeoff, wo wir noch wieder von der Terrasse abspringen. Mit dem Landing. Und schauen wir mal, was geht. Wir haben das perfekt eigentlich aufgebaut, mit dem Markus zusammen, mit dem Bergbahner, voller Support gekriegt. An der Stelle mal wirklich ein riesen Dankeschön an die Bergbahner und auch generell an die Sponsoren, was das Projekt ermöglicht haben. Weil ich muss sagen, wir haben eigentlich so viel gefordert, was wir gebraucht haben für den ganzen Aufbau und es war nie ein Nein da. Also wir haben wirklich alles ermöglicht gekriegt, was wir wollen haben. Das ist nicht selbstverständlich und an der Stelle großes Dankeschön an euch. War sehr cool. Ich glaube, das Allerschwierigste war, wie der Hannes schon gesehen hat, war einfach das Timing, dass das Schnitzel im richtigen Moment auseinandergeht. Da haben wir verschiedene Sachen ausprobiert. Sei es, dass der Paul einen Countdown macht, dass man miteinander telefoniert kann und A zählt kann. Und dort wirklich, also ungelogen, der Shot, der Dinner ist, da ist wirklich, also da hat wirklich der Ski das Schnitzel berührt und es ist wirklich mehr oder weniger von selber auseinandergegangen. Thank you so much. Welcome, bro. Cheers, man. Thank you.
Ja, dass das Projekt nicht langweilig wird, sind wir wieder zurückgeswitcht aufs Fahrrad. Das war generell eigentlich sehr, sehr interessant bei dem Projekt, dass ich eigentlich ständig 3 Monate lang in 2 Sportarten auf dem höchsten Niveau für mich selber sichern müssen. Also normalerweise ist es so, wenn du so ein Projekt machst, sei es ein Skiprojekt oder ein Fahrradprojekt, beim Skiprojekt ist es so, ich lege mir die Leistungskurve so, dass ich beim Projekt selber noch auf meinem Peak bin. Dass ich einfach meine höchste Performance eigentlich in der Sportart abrufen kann. Bei dem Projekt war es eigentlich so, ich war verletzt, habe mich erstmal erholen müssen, dann habe ich mich skitechnisch aufbauen müssen, dass ich wieder Skifahrer kann überhaupt, aber nebenbei habe ich mich noch wieder auf dem Fahrrad vorbereiten müssen, für die ganzen Flips, die Tricks und so, dass ich einfach auch das wieder mit dem Kopf in der Hand und die Performance abrufen kann. Also sprich, das war eigentlich sehr interessant für mich. Nachher sind wir zum Liftjump gekommen bei der Moon im Flug, direkt vor dem Hotel Moon im Flug über den Lift drüber springen. Hat es ohne nicht wirklich gegeben, mit dem Fahrrad. Sehr coole Geschichte. Also beim Moon im Flug, beim Liftsprung war das Problem, dass der David beim ursprünglichen Termin zum Drüberspringen leider verkrankt ist. Das wäre Mitte im Winter gewesen, hätten wir genug Schnee gehabt mit allem drum und dran. Jetzt haben wir den ganzen Filmplan über den Haufen werfen müssen und jetzt ist der Sprung ganz zum Schluss gefilmt worden. Es war dann am Ende der Saison sehr wenig Schnee. Wir haben schon Schnee zugeschaufelt, schon vorbereitet und die Liftgesellschaften haben eigentlich den Lift schon abdrehen müssen. War prekär, sage ich mal, die Situation, haben eine Lösung gefunden. Alle haben mitgewirkt, alle haben mitgeholfen und so ist es dann doch noch ein ziemlich cooler Stunt geworden. Jetzt sind wir hier. Frag mal ChatGPT. Ja, also die Schanze beim Liftsprung war 4,30 Meter hoch und ich glaube 6,5 Meter oder so lang. Und wir haben die kurz mal daheim Probe aufgebaut und dort haben wir erst gesehen, wie groß die wirklich ist, weil die ist bei uns daheim über das Carport drüber gegangen, also in der Höhe. Das war einfach so ein schneearmer Winter. Wir haben einfach fast bei jedem Stunt mit dem Schnee gekämpft, damit wir den Stunt überhaupt ermöglichen können. Und gerade speziell bei dem haben wir einfach eine immense Schneemasse gebraucht für das Landing. Der Kicker war ja aus Holz, der war ja davor schon konstruiert, aber das Landing, das hat einfach bei Weitem nicht mehr genug Schnee gehabt dafür. Also sprich, wir haben da improvisieren müssen. Da haben wir dann zum guten Glück einen Airbag gekriegt von einem Sponsor von mir, von Kleino, wo wir dann das Landing ermöglichen haben können, dass wir überhaupt den Stunt machen können, weil ohne dem wäre es wahrscheinlich gar nicht umgegangen. Also es wäre gar nicht umgegangen. Wir haben da zig Möglichkeiten gesucht, wie wir das irgendwie machen können. Am liebsten hätten wir es auf Schnee gemacht, aber das war einfach nicht mehr möglich. Von dem her Plan B mit Airbag. Den Airbag haben wir schön verkleidet, hart aufblasen. Und ja, ich denke, der Stunt selber war immer noch interessant genug, spannend genug. Also von dem her, ja, coole Action. Was auch ziemlich cool war bei dem Shoot, war, dass ich da zurückgekommen bin zum David, also zum zweiten David in der Gesellschaft, David Zimmermann. Das ist eigentlich mein Riding Buddy im Sommer beim Fahrradfahren. Und das war eigentlich für mich wichtig, dass wir das ganze Jahr gemeinsam erleben können. Ich kann ihm vertrauen, er kann mir vertrauen. Sprich, das war einfach ein größerer Sprung, der war doch 4,30 Meter hoch oder sowas in die Richtung. Und da gehe ich lieber nochmal eine Nummer sicherer, dass es wirklich alles so klappt, wie man es sich vorstellt, oder aus eben seiner Sicht. Der kann es auch ziemlich gut beurteilen, bin ich wirklich so schnell, dass ich drüber komme oder wie ich mich fühle. Sprich, wir haben einfach nochmal eine andere Expertisenmeinung gehabt und das war mir wichtig. Und da haben da eigentlich unseren gemeinsamen Spaß gehabt bei einem gemeinsamen Fahrradtag. Ich sag, wir rutschen sowieso. Am Anfang ist es sowieso rutschig.
Ja, die Idee war eigentlich, mit dem Fahrrad über den Lift drüber springen, über den Skilift. Hat es noch nie gegeben. War ziemlich interessant. Stop! Yes, Sir! Yes, Sir! Alter! Halt die Fresse, Alter, das ist so langsam. Eigentlich First Try gelandet. Hat sich so gut angefühlt, dass ich es nochmal machen wollte. Du hast so lang gechillt, hey? Aber wirklich, ich dachte. Alter, go! Er hätte uns nicht gefällt, das wäre so viel. Ich sag, so wie ich gefahren bin, ich will gerade. Ich hab's bei dir gesehen, ich denke, boah, es ist noch langsamer geworden. Es hat an dem Tag noch einen zweiten Kandidaten gegeben, der gesprungen ist. Und der ist am Run, nachdem der David seinen Shot innergehabt hat, massiv zu kurz quasi. Er ist auf der Kante vor der Landung gelandet. Und dann an ich und der Hannes, dem David, nochmal eingeredet, bevor er nochmal aufgegangen ist. Du hast den, du warst schneller und du machst einen Frontflip, dadurch kommst du wieder in die Landung. Und es wird schwierig. Ich weiß nicht, der Schnee. Härter wird er nicht. Härter wird er nicht. Also sonst. Dann ist er mal rauf. Yeah, dropping in 10. Fullgas, Fullgas. 5. Ja, und der David fährt los. Wir haben gewusst, es wird sulzig, es wird schwer. Die Sonne hat schon ein bisschen geschonen, es war schon Vormittag, Mittag. Und ja, er springt ab. Gefühlsmäßig schon langsam dran gewesen und knallt voll auf die Latte an die Kante vor der Landung. Und rutscht übers Fließ an. Und jetzt haut es dann da von irgendwie 8 Meter runter. Hey, das war wirklich brutal. Wir sind alle schockiert gewesen, sind auch nicht gesprungen und weggeschaut. Ich war so, der David ist jetzt hier einfach. Dann laufen wir dort vorne. Ich bin unter dem Lift gestanden. Vorne kam, David kommt raus und lacht. Und dann mal läuft er wie der Superman hinterm Fließführer eigentlich. Lacht uns an und sieht, ja, passt. In dem Fall haben wir es gemacht, oder? Und so war das eigentlich erledigt. Habe ich nicht oft im Leben, aber in dem Moment habe ich mich wirklich mal kurz wie ein Superheld gefühlt. Für 5 Sekunden. Alle sind hergekommen zu mir, Gott. Und ich so, ja, irgendwie, es ist alles fit. So. Ich selber nicht glauben können, kein anderer hat so glauben können. Von dem her, ja, war gerade noch ein spaßiger Abschluss. Das auf alle Fälle. Einfach die Späne. Die Katze überlebt alles. Und ja, das nächste werfen wir aus dem Hochhaus. Ja, nachdem der Fahrradtag mit dem David so viel Spaß gemacht hat, haben wir gesagt, ja, wir haben noch einen Sprung mehr geplant. Ich hätte gerne, dass er nochmal dort mitkommt. Dann haben wir das gleiche Take-Off eigentlich hergenommen wie damals beim allerersten Sprung, vom Flip Superman. Aber geplant war ein anderer Trick, nämlich ein Double Flip. Mache ich eigentlich ziemlich gerne, war mir ziemlich sicher, habe so gut geübt nochmal davor. Und dann ja, haben wir die Chance alles aufgebaut mit Markus wieder zusammen, mit der Bergbahn. War ziemlich eine intense Nachtschicht. Ja, der Aufbau vom Double Flip war recht lang in der Nacht. Es war schwiegkalt, es war nass, es war morgen um 2, glaube ich. Und wir haben dann nachher um 4 haben wir wieder aufstehen müssen. Also wir haben nicht allzu lang geschlafen und das Wildeste für mich ist eigentlich immer, dass der David bei jeder Aktion dabei ist. Der ist vom Anfang bis zum Schluss immer am Schaufeln, hat gleich viel körperliche Arbeit wie mir zum Tätigen, aber der muss dann am nächsten Tag ja noch filmen und seine eigentliche Arbeit verrichten. Also für mich unvorstellbar, wie ein Mensch so viel leisten kann. Ja, um 5 Uhr ist der Wecker schon wieder gegangen zum Aufstehen, zum wieder morgen früh auffahren, weil wenn wir zu lange warten, dann ist natürlich der Schnee wieder zu weich, weil es war schon ziemlich spät in der Saison, es war schon April und jeder Sonnenstrahl, was da mehr reingeht, wird der Schnee einfach weich, aber natürlich, wir haben da ein Salz gehabt. Da haben wir eine ziemlich scharfe Salzdiskussion sogar gehabt, welches Salz es da jetzt richtig ist. Da haben wir eine kurze Einblendung. So.
Das liegt mir auf der Zunge, weißt du? Welches Salz nehmen wir jetzt da? Ist es eher das Tafelsalz? Ist es eher das Meersalz? Pökelsalz? Wenn du es wirklich so prickelig haben willst, dann nimmst du das Pökelsalz. Oder Spezial mit Umröten, eventuell. Fleischmürbesalz, Pommes frites Salz ist okay. Aber Tafelsalz, fein und jodiert, ist halt immer noch das Feinste. Da gibt es nichts zu diskutieren. Ja, nachdem wir das richtige Salz gefunden haben, haben wir einen perfekten Inrun eigentlich gehabt. Aber wir haben einfach gewusst, aus der Erfahrungswerte vom ersten Sprung, dass es auf Schnee landen mit der Gummireifen nicht ganz so leicht ist. Von dem her haben wir gemeint, okay, wir haben da eine gute Lösung. Wir machen da einfach ein gutes Bauflies, einen Teppich über den Schnee drüber, damit wir einfach beim Landen einen Grip haben. Weil Double Flip ist einfach ein Trick. Da landest du mit extremer Rotationsgeschwindigkeit. Das ist einfach, da willst du einfach das Ausrutschen einfach vermeiden. Von dem her haben wir ein Vlies auf den Schnee gemacht beim Landing und sind es nachher eigentlich auch perfekt eigentlich ausgefahren und ja, war mega Gaude. So, jetzt sind wir einmal gesprungen. Jetzt geht's das zweite Game, Schnick, Schnack, Schnuck los. Schon wieder. Nein, entspannt, ey. Ah, da. Gleich flippen wir. So. Schnick, Schnack, Schnuck. Du bist einfach zu gut. Du bist einfach zu gut. Heute ist dein Tag. Heute ist mein Tag, Ich ja. Halt die Fresse, Alter. Also flippt ihr oder was? Ja, easy. Ja, natürlich, wo wir das Projekt geplant haben, da haben wir gewusst, wir wollen was machen, was einfach noch keiner davor gemacht hat. Wir wollten uns was rausspringen. Damals beim Soul Run sind wir aus der Gondel mit dem Seil rausgeschwungen. Diesmal wollten wir einfach aus was Höherem rausspringen. Und da sind wir eigentlich auf die perfekte Idee gekommen vom Heißluftballon. Es ist noch kein Mensch mit der Ski aus dem Heißluftballon rausgesprungen. Natürlich im Nachhinein wissen wir, warum es noch keiner gemacht hat. Ganz am Anfang war es immer so, okay, krass, was hat er jetzt vor? Aber mittlerweile ist es schon fast normal geworden, dass irgendwie jedes Jahr jede Idee nochmal krasser wird als das vom Vorjahr. Natürlich, wir haben das nicht alles nur direkt First Try auf Schnee gemacht. Wir haben da wieder die Schnitzelgrube im Olympiazentrum in Dornbirn wieder hervorgeholt. Da haben wir den ganzen Sprung eigentlich von einer halben Höhe oder in die Richtung geübt in Schaumstoff, dass wir den Absprung mit der Ski eigentlich schaffen. Wie haben wir das organisiert? Wo fange ich an? Da könnte man, glaube ich, ein eigenes Buch darüber schreiben. Wenn wir da alles erzählen, dann bin ich morgen noch da. Weil niemand kommt auf die blöde Idee, aus einem Heißluftballon auf einer Bergspitze rauszuspringen. Und ja, das war sicherlich die größte Herausforderung. Erstens einmal gar keinen Anhaltspunkt, wir kennen gar nicht mehr aus dem Business. Dann habe ich nachher versucht, einen Ballonfahrer aufzutreiben, habe mit dem Eugen noch einen Glücksgriff erzielt. Der war von Anfang an Feuer und Flamme, der ist selber so verrückt, das wie der David. Also die zwei haben sich gefunden, würde ich mal sagen. Dann brauchen wir nachher, wer hat einen Ballon, wem gehört der Ballon, wer darf den betreiben, darf der Eugen überhaupt mit dem fahren. Wir bringen den Ballon nachher an den Berg rauf, an die Bergspitze. Wir montieren den Ballon. Der Ballon zieht etwa mit 2 Tonnen zieht der nach oben, wenn sie mal dahin geht. Wir befestigen den. Können wir nicht einfach nur ein paar Höcke in den Schnee hineinschlagen, sondern dann müssen wir nachher eine Piste herkommen.
eine Pistenraupe reicht nicht, es müssen 2 Pistenraupen da sein, das am Morgen um 5 Uhr. Und ja, also da braucht es einfach extrem viel im Hintergrund, dass das zum Funktionieren kommt. Aber ja, der David hat von Anfang an klar gesehen, dass wenn der Stunt nicht stattfinden kann, macht er das ganze Filmprojekt nicht. Drum war das die absolute Prio, dass der Stunt zum Funktionieren kommt und der David schafft auch und dann hat es zum Funktionieren und es funktioniert meistens. Und da haben wir Gott sei Dank bei der Familie Muxel im Hotel Mondflur in Oberlech hausieren dürfen. Da haben wir nicht nur zum Trinken und zum Essen gekriegt, sondern auch über den ganzen Zeitraum vom Projekt wie ein kleines Zuhause. Am Abend haben wir noch eine kleine Konferenz gehabt, also unter uns einfach, wie wir den nächsten Tag am besten umsetzen, dass es so reibungslos wie möglich funktioniert. Wir haben einfach nochmal kurz die Meinungen austauscht, dann wieder ins Bett gegangen und natürlich der Vari, da muss ich auch ehrlich sein, der Vari schon ein bisschen aufgeregt, ob denn wirklich der Ballon an dem Tag da oben steht, perfekt der Wind ist, ob alle am richtigen Ort stehen, ob das einfach alles gut funktioniert, ob ich selber bereit bin dazu, aus der Höhe zum Abspringen in den Schnee, ob der Schnee gut ist. Das sind einfach alles so Einflüsse, so Punkte, was dir dann schon noch kurz vor dem Einschlafen oder auch in der Nacht manchmal durch den Kopf kommt. David, wie fühlst du dich? Besser als wie je zuvor. Richtig traumhaft geschlafen, richtig lang, aber... Du schaust richtig fertig aus. Aber richtig das ist lang. so, man kann sich in einem Tag entfalten, würde ich sagen. Und wie lange hast du geschlafen? Ich glaube 5 Stunden. Ist so, oder? Da geht der Ballon auf. Bald einmal nehmen wir da den Ventilator her. Mit dem schicken Teil blasen wir den ganzen Ballon auf, dann kommt die Flamme und dann geht der Ballon auf. Und nachher werden wir auf Position bringen. Auf dem Büchel da. Alter, wie Cinematic ist das gerade. Schaut richtig crazy aus, wird also wirklich perfekt, weil wir haben das Kriterium, der Wind muss dahinter kommen, weil sonst wird der Ballon in falsche Richtung trägt und dann geht der Ballonsprung gar nicht. Und im Moment schaut es gerade aus, dass der Wind ideal kommt, er ist ja leicht dahinter und wir haben noch 3 Seile dazu, dass wir sichern. Ein Seil von hinten, ein Seil von rechts und ein Seil zum von Hand ziehen. Also Es sollte eigentlich nichts schief gehen, oder? wir können justieren und ja, schauen wir mal, dass es funktioniert. Also ich bin da am Morgen angekommen und habe mir gedacht, ja, schaut gut aus, ist eisig, ist knackig. Er sollte bremsen, weil danach geht es über den Körger Felsen runter. Das wäre jetzt nicht so optimal, wenn er da runterfällt. Wir haben jetzt noch ein halbwegs softes Pad gefunden im Landing. Danke an Johnny, der ist unser Retter in Not. Und ja, schauen wir mal, gehen wir nachher mal in die Luft und dann schauen wir mal, wie die ganze Sache funktioniert. Normalerweise auf der Ski fahrst du eigentlich immer mit einer gewissen Geschwindigkeit auf den Kicker. Der Kicker kommt eigentlich gut daher. Du springst dann den Trick und du landest wieder. Sprich, du hast einfach immer eine Geschwindigkeit in dem Trick. Bei dem Ballondrop ist es eigentlich so, du springst mit 0 km/h weg. Also du spürst keinen Fahrtwind, du stehst statisch da und du musst aus dem Stand eigentlich wegspringen und beim Wegspringen muss ich die perfekte Rotation für den Frontflip herbringen. Natürlich auf dem Sprungturm ins Wasser ist das gar kein Problem. Aber mit Ski, das ist einfach schwer. Das ist einfach eine Masse, was man da erstmal in Schwung setzen muss. Und zusätzlich bewegt sich der Ballon, eigentlich der Korb, in der Luft immer ständig. Der ist nie gleich. Da kommt nur ein kleiner Wind und der verdreht sich schon wieder um ein paar Grad. Sprich, ich habe eigentlich nie wirklich den Landespot eigentlich spotten können. Also ich habe eigentlich gewusst, wo ich ungefähr landen würde, wenn ich wegspringe, aber eigentlich nicht gewusst, ob ich das wirklich hundertprozentig dort lande, weil der kann sich innerhalb von, nicht einmal für eine Sekunde, kann sich der 2-3 Meter wieder zurückgehen, sprich, ich lande einfach 2-3 Meter wieder zurück. Das heißt, wenn der Hang so ist, dass der Sprung auch 1 bis 2 Meter weniger hoch nachher ist, sprich, ich muss noch schneller drehen im Salto. 10. Alter, gibt's nicht.
So, dann ist er eben im Ballon rein und dann ist der erste und der zweite Sprung ist er leider nicht gelandet und dann ist er nach und im Gang weg im Wind, weil wir haben halt auf beiden Seiten an der Strang gezogen mit dem Seil, damit er in Position blieb. Das war halt ultra schwer, weil mit dem Wind irgendwann war das nicht machbar. Und ja, dann haben wir es einfach abbrechen müssen. Es ist einfach mega schwierig, dass ich einen Punkt fixiert zum Landen. Der Ballon bewegt sich ständig, es ist ein mega Wind gegangen. Durch das die Plattform dreht sich, es geht hin und her, auf und runter. Und ich muss eigentlich einfach auf gut Glück springen. Und ja, durch das habe ich nicht ganz so schön landen können. Und jetzt ist der Plan, dass wir das Ganze nochmal gescheit machen am Samstag, also sprich in 3 Tagen. Und ja, dann dafür gescheit und besser hoffentlich. Ja. Das war halt einfach der Hauptstand, was man dann aus dem ganzen Projekt macht und was dann halt passiert, weil eigentlich hat der David zu mir mal gesagt, er macht das Projekt nicht, wenn er dann Stand nicht steht. Und dann war halt so, okay, fuck, war jetzt eigentlich alles umsonst. Er wollte deswegen das Ganze am Anfang filmen, dann Stand, ja. Und dann war halt so, okay, ist jetzt eigentlich, das ganze Projekt findet jetzt nicht statt, wäre schade. Und dann war ich richtig im Kopf ein bisschen down, weil ich einfach gemerkt habe, okay, das kann so vielleicht auch schon gewesen sein. Also das ist einfach, ja, dass man die Möglichkeit einfach gar nicht mehr hat, um das Ganze zu filmen. Schlussendlich war am Tag nicht klar, ob wir nochmal die Möglichkeit haben, aber zum Glück haben wir da nochmal die Möglichkeit gekriegt von der Bergbahn, von dem Ballonfahrer, vom Eugen, damit wir das Ganze nochmal machen dürfen. That's what it's about. It's the adoration of the form of a human being. Das ist noch Schnee am Kuhflock. Two sounds of physical contact that are, say, dancing with your fingers. Ready? Or whatever it may be. Okay, 15. This is just pretty. The sounds are much more. You want to be played with, definitely. That's more like it. Bruder! Holy shit! Yo! Yeah! Danke. Alter, halt die Fresse, hey, ich fand die verreckt. Warte, echt perfekt. Danke fürs Helfen. Ja, danke. Ja, war cool, ey. Danke vielmals, danke. Danke fürs Helfen. Ja, super gewesen, wirklich gut. Also Hinterfolge ist genau Ich hatte Ski verloren. Echt? Außenski. Aber es geht. Ja, und genau das sind eigentlich die Momente, für die ich lebe, für die ich den ganzen Aufwand eigentlich bei der Reha-Phase ab der Verletzung eigentlich auch reingesteckt habe. Also man muss ehrlich sagen, es ist nicht selbstverständlich, dass man sowas erleben darf. An der Stelle einfach mal ein riesengroßes Dankeschön einfach auch an meine Kollegen, an meine Freunde, was einfach da mitgeholfen haben bei dem Projekt. Ohne denen wäre das Ganze sicher nicht machbar gewesen. Und es ist auch nicht selbstverständlich, dass die einfach Tag und Nacht für mich da sind, das Ganze mit mir machen und umso schöner, wenn es nachher funktioniert hat. An dieser Stelle einfach ein großes Dankeschön von meiner Seite. Hat mega Spaß gemacht und ich freue mich auf zukünftige Projekte mit euch.